Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute ist es soweit. Heute um 16:15 Uhr zur chinesischen Primetime, danke Javier Tebas dafür, spielt Real Madrid im Clásico gegen den FC Barcelona. Und da ich selber jahrelang Fußball im Verein gespielt habe und es immer wieder den ein oder anderen Verpeilten gibt, möchte ich euch nochmal daran erinnern, heute wurde die Uhr umgestellt, also passt euch an, dass ihr ja pünktlich seid zum ersten Clásico dieser Saison. Zum ersten Clásicos dieses neuen Projekts von Xabi Alonso. Diesem Clásico, dem wir Madridistas schon seit Wochen entgegensehnen, um zu wissen, wie stark ist das neue Real Madrid. Ja, heute in dem Video, wie soll es auch anders sein, unterhalten wir uns natürlich über den Clásico. Wir hören uns Antworten an von unserem Trainer in der Pressekonferenz. Wir sehen uns das Abschlusstraining an. Wir unterhalten uns über Kylian Mbappé und Arda Güler, zwei der wichtigsten Protagonisten am heutigen Nachmittag. Dann schauen wir uns die Aufstellung an, die erwartete von Real Madrid und vom FC Barcelona. Und zu guter Letzt mache ich auch meine Combined 11. Welche Spieler würde ich aufstellen, wenn ich beide Kader zur Verfügung hätte? Also, viel Spaß beim Video. Ja, fangen wir erst einmal mit einer guten Nachricht in diesem Video an. Und zwar gestern haben unsere Jungs von Real Madrid Castilla den 4. Sieg in Folge geholt, klettern in der Tabelle unaufhörlich nach oben und sind inzwischen schon auf dem 4. Tabellenplatz. Das wäre in den Aufstiegsplayoffs. Aber man muss ja auch sagen, die Hälfte der Zeit fehlte ein großer Teil der Mannschaft, weil der bei der U20-WM war. Jetzt hat Álvaro Arbeloa fast die ganze Mannschaft bis auf die Verletzten zurück und klettert nach oben. Das Ziel muss es am Ende sein, Tabellenerster zu sein. Wenn du Erster bist, steigst du sofort auf. Ansonsten geht es in die K.O.-Runden. Da kann immer alles passieren. Aber gute Nachrichten für Real Madrid Castilla. Ja, eine andere gute Nachricht, die ich euch mitteilen möchte, ist, dass Santiago Bernabéu arbeitet heute an einem wunderschönen Tifo. Und zwar, ich zeige euch das Video jetzt mal ein bisschen parallel. Das, was man erkennen kann, ein riesiges Real Madrid-Emblem, wird bei der Grada Fans sein und über die ganze lange Seite wird stehen Grandeza. Größe. Also Real Madrid bereitet heute eine unglaubliche Stimmung vor im Santiago Bernabéu. Das Dach soll auch geschlossen sein. Also Xabi Alonso hat auch gestern in der Pressekonferenz klargemacht, wie wichtig die Unterstützung des Bernabéus ist. Und ich glaube, unsere Fans werden heute antworten. Hoffentlich tun die Spieler das auch. Ja. Und bevor ich zu jemand anderem komme, der das Derby auch anheizen wollte, anscheinend, ich glaube, ihr wisst schon, über wen ich rede, ja, möchte ich euch noch mitteilen, wer der Schiedsrichter heute Nachmittag ist. Und zwar ist das Soto Grado. Real Madrid hat bisher nicht die besten Erfahrungen mit diesem Schiedsrichter gemacht. Gibt auch ein Video auf Real Madrid TV über den. Aber ich habe letztens gesagt und möchte mich daran halten, ich möchte diesen Strohhalm, ich möchte mich daran festhalten, ich möchte einfach daran glauben, dass in dieser Saison, zumindest in den letzten Spielen, die Schiedsrichter zumindest einen guten Job gemacht haben. Sogar die Schiedsrichter, die unter anderem ein Messi-Plakat auf ihrem privaten Grundstück im Garten hatten. Naja, egal, dazu möchte ich nicht kommen. Aber ich bin der Meinung, es ändert sich etwas im spanischen Schiedsrichterwesen. Ich hoffe, dass das so bleibt. Meine einzige Hoffnung ist, dass ich heute und morgen in der Analyse des Videos kein Mal etwas über Soto Grado sagen muss. Ich wollte euch nur die Information mitteilen, wer der Schiedsrichter ist. Ja, ich habe eben angekündigt, dass es einen anderen Spieler gibt, der dieses Derby noch mehr oder den Clásico noch mehr anheizen möchte. Und das war natürlich Lamine Yamal. Er hat bei der spanischen Kings League ein Tête-à-Tête gehabt mit einem der größten spanischen Influencer, Ibai. Und dabei hat Lamine Yamal gesagt, Real Madrid würde klauen und sich noch beschweren. Das letzte Mal, als er da war, haben sie ja 4-0 gewonnen und er hat getroffen, sehr suffisant. Ja, und jetzt kommt natürlich meine persönliche Meinung. Ich komme aus einer anderen Generation. Bei uns hätte es sowas vor 20 Jahren, als wir noch aktive Fußballer waren, hätte es sowas nicht gegeben.
weil zu unseren Zeiten auch noch Spieler auf dem Platz waren, wie ein Sergio Ramos oder ein Pepe, wo Lamine Yamal in den ersten 5 Zweikämpfen sehr viel Rasen gegessen hätte. Also so lasse ich es mal stehen. Aber heutzutage scheint sowas ja eher normal zu sein. Ich sehe zumindest bei Real Madrid keinen einzigen Spieler im Kader, der so etwas den Spieler wirklich spüren lässt. Also, ich möchte nicht zu Gewalt aufrufen, im Gegenteil. Aber wenn vor 20 Jahren, nachdem ich 4 Klassikos am Stück verloren hätte, mich bräuchte keiner motivieren. Fangen wir damit erstmal an. Aber wenn dann auch noch ein 18-Jähriger suffisant, arrogant so etwas sagen würde, ja, formulier was so, er würde in den ersten Zweikämpfen meine Wut spüren. Bin ich mal gespannt. Ich bin der Meinung, unseren Jungs fehlt Charakter, fehlt Blut, was das angeht. Ich habe das im Derby gegen Atletico Madrid schon bemängelt. Real Madrid hat die letzten Jahre sehr viele Spieler, die sehr viel Charakter hatten, im Laufe der Jahre verloren. Die sind in Rente gegangen oder zu anderen Vereinen gewechselt. Ich bin gespannt. Anscheinend ist die Kabine von Real Madrid erbost über diese Aussagen. Die sind der Meinung, ein Lamine Yamal hält sich nicht an Ehrenkodexe, an die man sich halten soll. Ja, mit dem Mund kann man immer sehr böse sein. Ich möchte die Reaktion von unseren Jungs auf dem Platz sehen. Es muss keine Gewalt sein, dafür bin ich nicht, aber jeder Zweikampf sollte mit 100% geführt werden. Ja, und dafür müssen sich unsere Jungs natürlich auch auf dem Trainingsplatz vorbereiten. Wie sie das getan haben, könnt ihr jetzt sehen. Viel Spaß beim Abschlusstraining von Real Madrid. Ja, sehr viel Intensität, sehr viele Spiele auf engem Raum, weil mehr oder weniger auch das ist, was Real Madrid heute erwarten wird. Wir wissen, der FC Barcelona ist bekannt für ihr sehr hohes, aggressives Pressing. Real Madrid muss lernen, mit diesem Stress umzugehen, wie man sich da lösen kann. Ich hoffe, ein Xabi Alonso, da bin ich mir aber auch relativ sicher, beachtet das bei seiner Aufstellung. Ja, aber bevor ich jetzt zu den Aufstellungen etc. komme, möchte ich noch über 2 Protagonisten reden. Die 2 Protagonisten, auf die wohl die 2 größten Hoffnungen des Madridismo lasten: Kylian Mbappé und Arda Güler. Und zu Kylian Mbappé hat der AS einen interessanten Artikel geschrieben. Keine Sorge, wir lesen uns den nicht komplett durch, aber schauen wir da zusammen einmal rein. Mbappés Vendetta. Sein einziger Klassiko im Bernabeu war eine Herausforderung. 8 Abseitsstellungen. Er hat an seiner Deckung gearbeitet und will sich rehabilitieren. In diesem Jahr verursacht Barca 30% weniger Abseitsstellungen. Mbappé hatte nur einen Klassiko im Bernabeu gespielt. Aber was für einen. Historisch, unvergesslich. Es geschah an einem anderen 26. Oktober. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen. Wie morgen, also wie heute. Aber im Jahr 2024, vor 364 Tagen, und es war ein Albtraum, sein Albtraum. Kylian stand 8-mal im Abseits, 66% der Gesamtzahl der Mannschaft, 12 Abseitsstellungen. Er hatte die Einstellung, den Elan und den Instinkt, aber nicht die Genauigkeit.
Er bewies, dass Menschen, einfach weil sie sind, mehr als in der Lage sind, mehrfach über den gleichen Stein zu stolpern. Das ist leider so. Es war unglaublich. Mbappé schoss 2 Tore, aber beide waren abseits. Er ging mit leeren Händen, verletzt und mit dem 0:4 vom Platz. 364 Tage sind seitdem vergangen und jetzt seine Rache. Ja, wie gesagt, der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber ich wollte noch mal an dieses Spiel erinnern, wo Kylian Mbappé keine Ahnung, wie oft allein vom Tor stand. Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass so schlecht das Real Madrid letztes Jahr unter Carlo Ancelotti war, ich glaube, ich bin der größte Kritiker, zur Halbzeit gegen Barcelona hätte Madrid 2 oder 3:0 führen können, müssen. Am Ende verlierst du 4:0 und es sieht aus, als wenn Barcelona dich komplett dominiert hätte, aber so war es nicht. Naja, persönliche Gedanken, die ich mit euch teilen wollte. Xabi Alonso wurde aber auch zu Kylian Mbappé gefragt, zu dieser Möglichkeit, die Abseitsfalle von Hansi Flick anzugreifen. Hören wir mal die Antwort von unserem Trainer an. Wegen der Spielweise von Barca, das haben wir letztes Jahr gesehen. Besonders bei den Klassikern, diese manchmal nicht erkennbare Art, Abseits zu nehmen, die Mbappé oft an den Tag legt. Denn in dieser Saison mit dir auf der Bank scheint Mbappé weniger oft ins Abseits zu laufen. Ist das etwas, woran ihr arbeitet und könnte das angesichts der Spielweise von Barca und natürlich des Potenzials von Mbappé entscheidend sein? Nun, aufgrund der Qualitäten unserer Spieler können solche Situationen natürlich vorkommen, aber vorher müssen wir noch mehr Dinge tun. Es geht nicht nur darum, was hinter ihrer Abwehrlinie passiert, sondern auch darum, wie wir überhaupt zu diesen Passsituationen kommen, aus welchen Positionen wir spielen. Also ich denke, es gibt viele kleine Details, die in unseren entscheidenden Spielen den Unterschied ausmachen können. Bezüglich Mbappé hast du einmal gesagt, dass er ein Spieler ist, dem man, wenn man ihm die Dinge gut erklärt, er sie versteht, sie umsetzt, dass er ein sehr, sehr rationaler Spieler ist. Ich glaube, das hast du neulich gesagt. Ich weiß nicht, ob du uns erklären oder etwas darüber erzählen kannst, was du von ihm verlangst oder was du ihm in den letzten Monaten aufgetragen hast, was er in deinem Spielmodell tun soll. Danke. Nun ja, das sind Dinge, normalerweise sind es die Gespräche oder die Anweisungen, aber vor allem, wie wir miteinander kommunizieren und interagieren, also effizienter darin sein können, die Positionen zu finden, was er tun kann, um aufzutauchen und wie er innerhalb dieses Mechanismus und dieser kollektiven Qualität am entscheidendsten sein kann. Und tatsächlich nicht nur wegen der Tore, sondern auch wegen anderer Situationen, in denen er immer öfter auftaucht. Die kollektive Qualität der Mannschaft verbessert sich meiner Meinung nach und Kylian ist ein wesentlicher Teil davon. Also wenn er weiß, wie er seine Bewegungen in Bezug auf den anderen machen muss und der andere sie auch zu interpretieren weiß, genau daran arbeiten wir. Ja, wie ihr gehört habt, das waren 2 Fragen quasi zu Kylian Mbappé und zu dieser Möglichkeit. Und ein Xabi Alonso hat ganz klar analysiert, es kommt natürlich nicht darauf an, dass du nur einen langen Ball spielst und der soll dann einfach laufen. Es ist viel wichtiger, von welcher Position du diesen Pass spielst. Wie du dich vorher aus dem Pressing vom FC Barcelona befreist. Daran muss die Mannschaft arbeiten. Wenn du einmal einen Arda Güler, einen Bellingham oder irgendjemanden mit Zeit im Mittelfeld freigespielt bekommst, damit er dann den genauen Pass auf Kylian Mbappé spielen kann, mit dem richtigen Timing, dann kannst du diese Abseitsfalle vom FC Barcelona natürlich auch bestrafen. Ich glaube, ein Paris Saint-Germain war ein perfektes Beispiel, dass es auch nicht immer unbedingt ein Kylian Mbappé sein muss, sondern dass es auch ein Fede Valverde oder ein Carreras sein kann, die über die Außen da reinrennen und dann die Abseitsfalle quasi kaputt zu machen, den Ball in die Mitte und ein Kylian Mbappé läuft der Verteidigung in der Regel ja davon. Also das sind die Spielzüge, die Real Madrid finden muss. Und welcher Spieler passt da wohl besser im Kader von Real Madrid als der mit dem besten Fuß? Arda Güler. Doch Arda Güler hat in diesem Fall nicht nur die Unterstützung des Madridismus, sondern die Unterstützung eines ganzen Landes. Hören wir uns das zusammen einmal an. Ja, der Artikel ist übrigens von Özgür Sancar. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu rassistisch anzunehmen, dass deren Mann mit dem Namen auch weiß, was in der Türkei so abgeht, bevor mir irgendeiner sagt, woher möchte denn Ass wissen, was die Türkei denkt. Also, rein in den Artikel. Die Türkei stärkt Arda Güler im Clasico den Rücken. Die türkische Nation wartet gespannt auf den Clasico, um Arda Güler in Bestform zu sehen. Darüber hinaus glauben sie, dass er einer der Schlüsselspieler für Madrid gegen Barcelona sein wird.
Laut der Türken hat Arda Güler dank Xabi Alonso Fortschritte gemacht und sein wahres Potenzial gezeigt. Unter seinem neuen Trainer kann er sich nun hervortun, das Tempo des Spiels bestimmen, hervorragende Pässe spielen und die wichtigsten Positionen schaffen. Ardas echtes Wohlbefinden in seiner neuen Rolle, obwohl er erst 20 Jahre alt ist, wurde hervorgehoben. Der Systemwechsel innerhalb der Mannschaft war entscheidend. Insgesamt hat sich der junge Türke das volle Vertrauen seines Landes verdient, das ihn gerne zu einem Schlüsselspieler im größten Club der Welt machen würde. Ja, wer den Artikel noch weiterlesen möchte, da geht es übrigens auch um eine mögliche Verpflichtung von Kenan Yildiz zu Real Madrid, für die es interessiert. Aber ich finde, dieses Thema passt heute nicht in das Thema, in dieses Video. Heute wollen wir uns über den Klassiko unterhalten. Ja, also sehr interessanter Artikel. Er weist auch nochmal darauf hin, dass Arda Güler 20 ist. Und ich komme immer wieder, komme ich nicht aus dem Staunen heraus, wenn man ihn vergleicht mit anderen Mittelfeldspielern, die danach Legenden geworden sind. Ein Luka Modric ist mit 27 nach Real Madrid gekommen. Toni Kroos war, glaube ich, 25 oder was auch immer. Oder auch ein Vitinha, wenn man sieht, wo die mit 20 waren. Nicht mal annähernd da, wo ein Arda Güler ist. Hoffen wir, dass die Entwicklung so weitergeht. Das wäre die beste Nachricht, die es für den Madridismo geben könnte. Ja, wie dem auch sei, viel geredet, kommen wir jetzt auf die Taktik des heutigen Abends, des heutigen Nachmittags. Ja, schauen wir uns mal die erwarteten Aufstellungen vom FC Barcelona und Real Madrid an. Ja, beim FC Barcelona wird erwartet, dass Szczęsny im Tor ist, rechts hinten Koundé, in der Innenverteidigung Eric Garcia und Kubasi, links Balde. Das Zweier-defensiver Mittelfeld ist Pedri und Frenkie de Jong. Rechts vorne haben sie einen Lamine Yamal, links vorne haben sie einen Rashford, zentral einen Fermin Lopez und davor in der Mitte einen Ferran Torres, der, das muss man zugeben, in Top-Verfassung ist. Also, wie ihr seht, die viele Verletzten sind wieder zurück. Der FC Barcelona, das ist die erwartete Ausstellung. Ja, kommen wir zur erwarteten Ausstellung von Real Madrid. Und es ist passend, denn bei Real Madrid wird auch ein 4-2-3-1 erwartet, was bedeuten würde, wir können genau dieses Head-to-Head machen aus Combined 11, welche Spieler man nehmen würde. Ja, im Tor wird erwartet Thibaut Courtois. Auf der rechten Verteidigerposition wird erwartet ein Fede Valverde. Ja, ein Dani Carvajal und ein Trent Alexander-Arnold sind im Kader, kommen aber beide aus einer etwas längeren Verletzung. Ob es so viel Sinn macht, die direkt wieder reinzuhauen bei so einem Hochtempospiel? Ich glaube, ein Fede Valverde wird spielen. Ja, in der Innenverteidigung sollten wir heute wieder Eder Militao und Dean Housen sehen. Dean Housen hatte von allen Verletzten die wenigst schlimme Verletzung, hatte jetzt ganz lange Zeit, sich auszuruhen. Alle gehen davon aus, Dean Housen wird heute wieder in der Innenverteidigung spielen. Ist auch enorm wichtig, um den Ball ordentlich daraus zu spielen. Wie gesagt, das Pressing vom FC Barcelona ausspielen wäre der größte Trumpf, den Real Madrid heute haben könnte. Da soll auch helfen, links hinten ein Álvaro Carreras. Auf der Doppel-6 wird erwartet ein Aurélien Tchouaméni und ein Arda Güler. Viele von euch, ich weiß, fassen sich jetzt mit den Händen über den Kopf und sagen, der Junge gehört doch auf die 10. Aber ich bin der Meinung, wenn in einem Spiel in der Saison ein Arda Güler auf die 6 gehört, dann ist es gegen den FC Barcelona. Um dich da spielerisch zu lösen, brauchst du den besten Fußballer, den du haben kannst, auf dieser Position. Der beste Fußballer, der den besten Fuß hat, bei uns in der Mannschaft, ist nun mal Arda Güler. Das hat er letztes Jahr auch im Pokalfinale gegen den FC Barcelona gezeigt. Denn oh Wunder, als Arda Güler auf einmal beim Spielaufbau hinten geholfen hat, hatten wir das Spiel auf einmal im Griff. Deshalb würde ich Arda Güler da auf die Doppel-6 neben Aurélien Tchouaméni tun. Dann zentral vorne, dadurch Jude Bellingham, ich sag's immer wieder falsch, aber natürlich können auch hier und da im Spiel die beiden mal rotieren, dass ein Jude den Ball entgegenkommt, den abholt, nach vorne spielt, dass ein Arda auf der 10 ist. Er hat nun mal die beste Chemie mit Kylian Mbappé. Ja, also, das wären dann die Zentralen im Mittelfeld. Dann haben wir noch die Außenspieler, links Vini Junior. Das ist ein Spieler, der dem FC Barcelona sehr viele Zahnschmerzen verschaffen kann. Rechts, jetzt werden mich viele erschlagen,
Ich würde wieder mit Franco Mastantuono spielen. Warum würde ich damit spielen? Weil ein Franco Mastantuono nun mal unglaublich viel nach hinten ackert. Gegen den FC Barcelona brauchst du Spieler, die arbeiten. Ein Balde wird immer sehr offensiv sein. Du brauchst da einen, der die Meter mitläuft. Dazu brauchst du auch noch einen Zweikampfbiest. Einen, der sich durchsetzen kann gegen dieses aggressive Pressing vom FC Barcelona. Meine Wahl wäre Franco Mastantuono. Vorne drin, glaube ich, gibt es keine Diskussion. Das ist Kylian Mbappé. Ja, und ihr hört schon, ich habe so ein bisschen hin und her gequatscht. Die erwartete Aufstellung ist genau die Aufstellung, die ich auch machen würde. Deshalb hört es sich so ein bisschen an, dass ich mich da ein bisschen hin und her quatsche. Nee, aber es ist im Endeffekt genau das Gleiche. Die Aufstellung, die erwartet ist, ist auch genau die, die ich nehmen würde. Ja, und kommen wir jetzt zu einem Spaß, der zu einem sehr schlechten Clip führen kann. Wenn wir das Spiel verlieren, dann werde ich mir nicht wahrscheinlich irgendwo auf TikTok oder Twitter sehen, wie sich über mich lustig gemacht wird. Aber wenn ich mir 1:1 die Position angucke, Szczęsny gegen Courtois, bleibe ich bei Courtois. Koundé gegen Valverde, bleibe ich bei Valverde. Ich glaube, in der Innenverteidigung müssen wir gar nicht drüber reden. Ein Dienhausen ist besser als ein Kubasi, das sag ich, das sagt der spanische Nationaltrainer, das sieht man auch, also meiner Meinung nach. Militao ist für mich besser als ein Eric Garcia. Links hinten ist für mich ein Carreras besser als ein Balde. Im Mittelfeld ein Frenkie de Jong und ein Tchouaméni. Da könnte ich vielleicht sogar Frenkie de Jong leicht vorne sehen, aber mehr oder weniger Gleichstand. Das Gleiche würde ich sagen zu einem Pedri oder Arda Güler. Das ist für mich, der eine gefällt dir, der eine macht die eine Sache besser, der eine macht die andere Sache besser. Ein Pedri ist wahrscheinlich der Bessere im Kombinationsspiel, im Kurzen, sich Lücken schaffen etc. Dafür ist ein Arda Güler viel vertikaler, viel gefährlicher, viel mehr Rock'n'Roll. Also ich würde da auch nicht unbedingt tauschen. Also ich würde auch Gleichstand sehen auf der Ausstellung. Links vorne Vini gegen Rashford. Da ist Vini eine ganz andere Liga. Fermin Lopez gegen Jude Bellingham. Bellingham klar besser. Rechts vorne Mastantuono gegen Lamine Yamal. Den Punkt gebe ich Lamine Yamal, das gebe ich gerne zu. Vorne im Sturm Kylian Mbappé gegen egal welchen Stürmer auf der Welt ist Kylian Mbappé für mich der Beste. Der Einzige, der da mithalten könnte, wäre Erling Haaland. Der spielt zum Glück nicht beim FC Barcelona. Ja, ich sag ja, dieser Clip könnte schlecht enden. Der einzige Spieler, den ich tauschen würde, wäre wahrscheinlich Lamine Yamal. Im zentralen Mittelfeld würde ich Frenkie de Jong vielleicht einen Hauch vor Aurélien Tchouaméni sehen. Oder Pedri und Arda würde ich auf dem gleichen Level sehen. Aber ansonsten finde ich die Spieler von Real Madrid besser. Natürlich habe ich aber auch eine Madrid-Brille an. Deshalb bin ich gespannt in den Kommentaren. Macht eure Combined 11. Welche Spieler würden bei euch spielen? Bin ich gespannt, wie krass meine Madrid-Brille ist. Ja, ansonsten gibt es natürlich heute ein Watch-Along. Ich freue mich da riesig auf jeden einzelnen von euch. Ich werde versuchen, so früh es geht, online zu kommen, wenn mein PC es mir erlaubt. Der macht nämlich relativ viele Macken, aber ich drücke mal die Daumen, dass das heute klappt. Ich würde mich freuen über jeden einzelnen von euch. So viele wie möglich zusammen müssen heute Real Madrid anfeuern. Wenn wir das zusammen auf meinem YouTube-Kanal machen, freut mich das. Also, ich sag einfach mal, bis später. Spätestens ansonsten, falls ihr nicht könnt, sehen wir uns morgen bei der Analyse des Spiels. Bis dahin. A la Madrid!